Hallo zusammen! 2 Nähte, ein Osterkörbchen. Das ist das Ergebnis. Wenn ihr Lust habt, dieses wunderschöne, super einfache und schnelle Osterkörbchen mit mir gemeinsam zu arbeiten, dann bleibt jetzt dran. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wenn ihr mögt, legen wir los. Unser 2-Nähte-Körbchen wird aus einer Origami-Technik gefalten. Das heißt, wir brauchen 2 Stoffquadrate. Zusätzlich zu unseren 2 Stoffstücken brauchen wir ein ebenso großes Stück Flisofix. Das ist ein beidseitig klebendes Vlies. Das Quadrat, aus dem ich meine Körbchen falten möchte, soll eine Größe von 11 x 11 Inch bekommen, also 28 x 28 cm. Und das Quadrat, mit dem ich starte, ist ein bisschen größer. Unser Flisofix bügeln wir auf beide Stoffrückseiten. Wir nehmen den ersten Stoff, legen ihn mit der Rückseite auf unser Bügelbrett. Unser Flisofix hat auf der schon offenen Klebeseite eine kleine Glanzschicht. Diese Glanzschicht legen wir auf unser Stoffstück. Wenn wir das haben, bügeln wir unser Flisofix einmal auf. Für unsere Stoffquadrate eignen sich ganz hervorragend Patchwork-Stoffe, also Baumwoll-Webware-Stoffe. Unser Quadrat mit der aufgebügelten Flisofix-Seite schneiden wir einmal auf unser gewünschtes Maß zu. Mein Maß ist 11 x 11 Inch. Wir entfernen die Papierschicht von unserem Flisofix und wir bügeln unsere beiden Stoffe mit den linken Seiten zueinander. Und das Ganze bügeln wir erneut gut fest. Lasst euer Flisofix nach jedem Zusammenbügeln, also nach jedem heißen Verkleben, wieder abkühlen. Unser zweites Quadrat schneiden wir ebenfalls passend zu. Und nun können wir unser Körbchen schon falten. Um unsere Faltung zu sichern, nehmen wir ein paar Clip dazu. Zunächst einmal falten wir in der Mitte und wir pressen unsere Mitte ganz leicht ein. Wir möchten das Ganze nicht bügeln. Wir möchten nur eine leicht eingepresste Mitte haben. Nun sehen wir hier so eine kleine Kerbe. Wir falten die eine Seite einmal zur Mitte und schlagen sie erneut nach außen und wir orientieren uns an unserer eingeknickten Mittellinie. Das Ganze möchten wir nicht feste falten, wir möchten das nur lose legen. Da das wieder aufspringt, wenn wir das lose legen, halten wir das einmal mit Clip fest. Das gleiche wiederholen wir auf der zweiten Seite. So schaut das aus. Wir haben hier also unsere wie Ziehharmonika zusammengelegte Seite auf beiden Seiten. Und wenn wir das haben, dann schlagen wir das noch einmal über, richten das ein bisschen aus und wir klippen alle Seiten zueinander. Und das Einzige, das wir nun nähen, das sind diese beiden schmalen Kanten. An unserer Nähmaschine nähen wir nun Füßchen breit über beide Seiten. Wenn ihr Angst habt, euer Füßchen wippt zu sehr, dann legt eine Erhöhung darunter und ihr könnt starten. Wenn wir mögen, können wir unsere Nahtzugaben noch ein bisschen einkürzen. Das schneidet sich ein bisschen schwer, so kann es sein, dass ihr eure Seite mehrfach schneiden müsst. Ich kürze meine Seiten auf einen Viertel Inch. Als nächstes falten wir unser Körbchen. Wir greifen in die beiden Seitenfalten, haben die offenen Seiten oben und wir schlagen das Ganze einmal um. Richten das ein bisschen aus. Schaut, dass die Ecken schön liegen, die sich hier gebildet haben. Und das Ganze nimmt schon direkt eine Körbchenform an. Im nächsten Schritt möchten wir unsere Falten einbügeln. Das heißt, wir kippen das einmal zur Seite und bügeln. Jetzt bügeln wir mit Dampf. Wir bügeln beide Seiten. Und wir möchten diese Kanten einbügeln. Wir schlagen diese Kanten einmal genau an der Faltstelle zueinander, achten darauf, dass unsere oberen Kanten gleich abschließen, legen das einmal zur Seite und bügeln. Das gleiche wiederholen wir mit allen 4 Seiten.
Im nächsten Schritt möchten wir unseren Boden noch einarbeiten. Wir stellen das Ganze wieder ab und wir schlagen unsere Seiten nach innen, bügeln beide Seiten. Wenn wir die Seiten eingebügelt haben, bügeln wir die schmalen Seiten ein, rechts und links der Naht. Und wenn wir mögen, dass unser Körbchen noch ein bisschen mehr Festigkeit bekommt, nehmen wir Pappstreifen. Für mein Körbchen brauche ich Pappstreifen in einer Größe von 16 cm x 4,5 cm. Und diese Streifen schiebe ich einmal in den offenen Saum. Dadurch, dass wir die Stoffe verklebt haben, brauchen wir unsere Saumkanten gar nicht versäubern. Das Ganze pressen wir noch einmal ein. Und nun brauchen wir unsere Körbchen nur noch dekorieren. Und geschafft! Yay! Das hier ist das Körbchen, das wir gerade in dem Video gemeinsam erarbeitet haben. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Nun wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen, quilten, nähen und Ostern vorbereiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!